Hallo, howdy. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai 2022. Nach einem Zero-Tag gestern in Wrightwood. Heute eine schöne Etappe hier auf den Mount Baden-Powell, der ganz in der Nähe von Wrightwood ist. 10 Meilen entfernt oder so. Richtig schöne Aussichten von hier. Der liegt bei 2860. Jetzt haben wir hier 2847, also kurz vorm Gipfel. Ja, Gipfel in Anführungszeichen. Das schon, geht schon bergauf hier. Aber ja, ist machbar. Hallo, immer noch Mittwoch, 11. Mai 2022, 27. Tag auf dem Pacific Crest Trail. Ich war gerade auf dem Mount Baden-Powell, 2860 oder 2880 Meter, sowas. Jo, war ganz schön, windig. Der Wind war recht frisch, aber das war soweit okay. Jetzt geht's runter mit einer richtig schönen Aussicht. Der Weg sollte jetzt, ja, wie auch der Weg hoch, relativ entspannt sein. Ganz schön, auch schönes Wetter heute, also auch nicht mehr so kalt. In den letzten Tagen waren hier so Gruselgeschichten unterwegs. Auf dem Trail. Wir waren ja in Wrightwood, also ich war mit ein paar Leuten mit dem Watertank, Deadlift und Coach in Wrightwood. 2 Nächte für ein Zero. Das war auch ganz gut so, ja, weil hier so, naja, Gruselgeschichten, das wird schon richtig gewesen sein alles. Ja, aber es war richtig, oder es soll richtig kalt gewesen sein, also das war auch so. So gefühlte Temperatur minus 17 Grad, also sehr, sehr kalt. Ja, da ist es dann eine gute Idee gewesen, einen Moment zu warten. Ja, nicht durchzuziehen. Aufzutanken, die Akkus aufladen. Ja, so dass es hier heute mit dem Berg ganz gut ging. Jetzt geht es runter zur nächsten, ja, oder zur übernächsten Möglichkeit, bei der man Zelt aufschlagen kann. Das sind entweder so noch 5 Meilen oder die übernächste Möglichkeit so 10 Meilen. Mal schauen, ist schon relativ spät, also ich bin noch erst um 11 los heute. Jetzt ist 15:04 Uhr. Ja, werde vielleicht so bis 18, 19 Uhr sowas unterwegs sein. Also nochmal 4 Stunden. Da sollte ich weit genug unten sein, um nicht sozusagen im Wind oder Wind geschützt und ein bisschen wärmer als hier oben bei, weiß ich nicht, immer noch 2700 oder so, schlafen zu können. Ja, so diese Zero-Tage oder so Übernachtung in der Zivilisation, in der Stadt, in dem Bett, die sind ganz schön, aber tatsächlich habe ich festgestellt, ich schlafe hier zumindest besser im Zelt und im Schlafsack als irgendwo hier auf dem Trail mal so in dem Bett. Ja, gerade auch, ja,
ja, weil man sich immer wieder an die neue Schlafumgebung sozusagen gewöhnen muss. Und im Zelt ist es ja immer dieselbe, nur dass der Ort, an dem das Zelt steht, ein anderer ist. Ja. Die einzige richtig gute Nacht, die ich hatte auf dem Trail hier in einem Hotel, war die in Julian in dem Gold Rush Hotel. Das war nach den 4 Tagen oder nach den 3,5 Tagen, nach den dreieinhalb ersten Tagen. Das war aber auch ein richtig schönes Hotel. Ein ganz ja, detailverliebt eingerichtetes Zimmer, das Hotel sowieso. Ja, da habe ich richtig gut geschlafen. Da hätte ich auch noch länger bleiben können, aber ich hatte ja was vor. Naja, ja, ansonsten, ich glaube, das war jetzt der 3. Zero, den ich hatte. Also der 3. tatsächliche reine Zero-Tag. Also ein Tag, an dem man weder irgendwie morgens oder mittags oder irgendwann in eine Stadt reinkommt vom Trail, noch irgendwie aus einer Stadt rausgeht, sondern den ganzen Tag nicht einen Meter auf dem Trail unterwegs war. Ja, das war jetzt der 3. Der erste war in Idlewild mit Coach zusammen in dem, wie hieß denn das Ding? Bankhaus, genau, in dem Bankhaus. Der 2. Zero, der war in Big Bear im Motel 6. Das war ganz okay, da habe ich ganz gut geschlafen. Und das war jetzt hier der 3. Der nächste Zero wird einen Moment noch auf sich warten lassen wahrscheinlich. Also das ist jetzt hier, ich weiß nicht, ich glaube so bei Meile 300, also ich bin jetzt hier bei Meile 377, sowas in der Richtung. Und der nächste, der ist dann so knapp 200 Meilen entfernt, geplant zumindest. In Tehachapi heißt der Ort. Also ist jetzt eine kleine Strecke, ja 200 Meilen, 320 Kilometer sowas. Nur draußen schlafen angesagt. Ist aber okay, Wetter soll, also es soll wärmer werden. Also heute ist noch relativ sehr frisch noch. Also man merkt noch die Nachwehen wahrscheinlich der letzten Tage. Und ein eisiger Wind oder was, der hier rüber gezogen ist. Ja. Aber es soll wieder wärmer werden, richtig warm sogar. So dass das dann mit den, weiß nicht, für 200 Meilen kann man sagen, so vielleicht 12 Tage realistisch. Also wenn man jetzt nicht jeden Tag 20 macht, was abhängig ist vom Weg, von der Strecke, von den Höhenmetern auch. Also es ginge zwar jeden Tag 20 zu machen, das sind so 32 Kilometer, aber wenn man dann über 1000 Höhenmeter an einem Tag hat, dann wird das schon ein bisschen eng, auch allein zeitlich. So körperlich gewöhnt man sich dran, hier zu laufen, das ist ganz cool. Also gerade jetzt nach dem Zero gestern geht es mir und meinem Laufapparat sehr, sehr gut. Ich komme ganz gut voran. Ich hoffe, dass ich jetzt auch gut Energie getankt habe für die nächsten 12 Tage dann bis Tehachapi. Hallo. Immer noch der 27. Tag. 11. Mai, Mittwoch 2022. Wie auch immer. Heute war ein ganz guter Tag, ist immer noch ein ganz guter Tag. Das bleibt da hoffentlich auch. Es ist jetzt 18:39 Uhr. Ich muss mal kurz die Gegend checken hier. Ja, es ist jetzt 18:39 Uhr. Ich war vor 2 Stunden, also ich habe
Jetzt knapp, also über 29 Kilometer heute. War vor 2 Stunden schon an dem Campground, an dem alle anderen gecampt haben. Also es war um 17 Uhr und es lief so gut, dass ich mir dachte, läufst du doch einfach weiter. Ja, hier bin ich nun am Weiterlaufen. Richtig schön, wie man sieht. Ich muss mich immer mal umgucken. Ja, hier bin ich nun am Weiterlaufen. Ja, und immer mal wieder umgucken deshalb, weil vor, naja, 3 oder 4 Meilen stand da plötzlich so ein Schild, was unter anderem darauf aufmerksam machen sollte, also ein Schild, was darauf aufmerksam machen sollte, dass hier in der Gegend, in der ich jetzt bin, vermehrt Klapperschlangen zu finden seien. Ja. Und daneben ein lustiges Schild, da war so ein Kopf abgebildet von einem Tierchen. Also man würde sagen, ein possierliches Kätzchen, aber mit fetten Ausrufezeichen stand da drauf, so sinngemäß übersetzt: Achtung, Sie betreten jetzt Mountain Lion Habitat, also Berglöwengebiet oder auch das Zuhause von den Berglöwen. Ja, zurück wollte ich nicht und die nächste Campstelle ist hier noch 1,7 Meilen. Wow, hoffe man hört mich durch den Wind. Die ist hier noch 1,7 Meilen entfernt. Ja, naja, sodass ich jetzt ab und zu mal über die linke Schulter und über die rechte Schulter nach oben und nach unten, vor allem nach vorne gucke, ob hier nicht irgendwie so ein Mountain Lion auf mich wartet. Also gegen so einen Lion hätte ich jetzt nichts. Vielleicht in weiß, das wäre ganz cool. Eine Coke, so. Aber so ein lebender Mountain Lion, ja. Interessante Erfahrung wird es auf jeden Fall. Also auf dem Schild stand, man soll dem nicht zu nahe kommen, man soll keine ruckhafte Bewegung machen, man soll nicht wegrennen, aber man soll sich so groß wie möglich machen. Naja. Wow. Wohnzimmer der Berglöwen. Na gut,
Hallo. Heute ist Freitag, der 13. Mai 2022. 27. Tag hier auf dem PCT. Heute ein ganz schöner Tag. Also in jeder Hinsicht ein schöner Tag. Schön ausgeschlafen bis kurz vor 8. An so einem Campground mit Picknickbänken und einer Plumpstoilette. Also so ein bisschen Komfort, das war ganz gut. Da ein bisschen gefrühstückt. Und jetzt bin ich schon relativ lange unterwegs. Um genau zu sein, 6 Stunden. Ist jetzt 15:41 Uhr. Kommen gerade, also vor einer Stunde, gab es da unten, das sieht man hier nicht, aber da irgendwo hinter diesen Bergen war so eine Fire Station. Und da hatte jemand auf einem Parkplatz vor diesem Feuerwehrhaus Trail Magic gemacht. Ich war ein bisschen spät dran am Tag heute, also alle anderen waren vor mir heute schon weg. Also ein bisschen spät dran, deswegen gab es auch nicht mehr das volle Angebot. Also der hatte da richtig so eine kleine Küche aufgebaut, so eine Campingküche mit Barbecue. Also der hat jetzt nicht Barbecue gemacht, sondern nur Wasser erhitzt und da Würstchen für Hotdogs und so warm gemacht. Hotdogs waren nicht mehr da, allerdings ein Würstchen lag noch so im lauwarmen Wasser. Das habe ich mir dann reingezogen mit Ketchup. Twinkies waren noch da. Dann in der Kühlbox so Soda-Zeugs, also so richtig schön kalte Erfrischungsgetränke, das war richtig gut. Jo, kommen ganz gut voran heute. Habe die meiste Zeit heute Hörbücher gehört oder bin jetzt beim zweiten. Das erste habe ich jetzt vor 3 Tagen angefangen. Das war da kommt man richtig oder kommt nicht so richtig in Flow. Das war von James Sussman. Sie nannten es Arbeit. Richtig gutes Buch. Und jetzt habe ich vor ein paar Stunden angefangen von Richard David Precht, Freiheit für alle. Das greift das Thema so ein bisschen auf. Allerdings mit eher einem Deutschland-Bezug. Also bleibe ich beim Thema, ist gerade richtig interessant. Kann dabei hier beim Laufen richtig schön mitdenken und komme dabei so in den Flow, dass ich gar nicht merke, wie so die Kilometer und die Meilen so unter mir vergehen. Jo, also jetzt ist 3:45. Ich denke mal, ich werde noch locker 3 Stunden laufen, weil ich bis zu einem Campground laufen will, der noch 9 Meilen entfernt ist. Das sind so 14 Kilometer ungefähr. Das ist machbar. Geht auch jetzt hoffentlich nur noch so leicht bergauf und dann weitestgehend bergab. Ich habe jetzt 24 Kilometer schon auf der Uhr. Plus 14 wären also 38 heute. Das ist sportlich. Aber auch das war gut heute. Der Tag zum Nachdenken. Viele Erkenntnisse. Also es läuft alles sehr, sehr gut bis jetzt. Ich denke, die Gefahr, dass jetzt noch irgendwas Gravierendes passieren kann nach jetzt einem Monat, also fast einem Monat, das ist der 13. Mai. Morgen ist der letzte Tag des ersten Monats sozusagen. Übermorgen bin ich dann schon im 2. Monat hier auf dem PCT unterwegs. Also die Gefahr, dass jetzt noch was passiert, von wegen irgendwelche Gelenke machen sich bemerkbar, weil sie der Belastung nicht standhalten, Knie, Sprunggelenke, whatever. Die Gefahr ist relativ gering.
wenn man es nicht übertreibt mit 50 Kilometer Tagen oder sowas, mal auf Regeneration achtet. Also das sieht ganz gut aus und das beflügelt mich dann auch und gibt mir Motivation. Ein Monat ist geschafft, jetzt ist Mitte Mai. Puh, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, morgen ist so ein kleiner Höhepunkt des Tages. Eine Stadt auf dem Weg, die heißt Acton. Acton ist wohl nicht besonders groß, aber da gibt es einen Laden, da kann man aber auch duschen. Mal gucken, ob ich das machen werde oder durchziehe. Mal gucken. Auf jeden Fall geht es in den Laden, um was zu essen, viel zu trinken, viel zu essen, viel zu trinken, viel Eiweiß zu essen vor allem, damit sich die Beinmuskulatur gut regeneriert. Das ist mega wichtig. Also Eiweiß und Fett, das ist so das, was man hier auf dem Trail, wenn man draußen ist, relativ wenig bekommt. Also die Nahrung oder das, was man hier täglich zu sich nimmt, besteht aus meistens morgens 3 kleine Tütchen Quaker Oatmeal in Wasser aufgelöst, 20 Minuten stehen gelassen, umgerührt und gegessen, plus einer Tasse, also 600 Milliliter sowas, Wasser mit Elektrolyten und vielleicht noch einem Riegel. Ja, zum Mittag, da gibt es relativ wenig, also meistens werde ich hier tagsüber, da esse ich tagsüber, das ist eigentlich, ich mache das mal umgekehrt, das ist eigentlich viel besser, wenn es hier so rum zeigt. Ja, genau. Also tagsüber relativ wenig Essen. Also so eine richtige Mittagspause gibt es nicht. Ab und an kommt man mal an so einer Wasserstelle vorbei, also an so einem Fluss oder irgendwo guckt ein Rohr aus dem Berg, was irgendwann mal vor Jahrzehnten da errichtet wurde. Da kann man sich dann Wasser rausnehmen, was man natürlich noch filtern muss, weil so die Herkunft unklar ist, also vielleicht Grundwasser oder irgendwie Bergwasser oder sowas, keine Ahnung, oder irgendwelche Wassertanks. Ja, tagsüber halt dann Riegel, also das Mittagessen sind meistens ein paar Riegel, die aber nicht so zelebriert werden, sondern einfach während des Laufens, immer dann, wenn irgendwie so jede Stunde, alle 1,5 Stunden vielleicht sich so ein kleines Hungergefühl einstellt, dann wird ein Riegel verputzt an der Wasserstelle, dann nochmal gut Wasser trinken mit wieder Elektrolyten. Ja, und abends dann im Camp, also im Camp, das hört sich so groß an, damit ist einfach nur gemeint, irgendwie eine Stelle hier am Wegesrand, die flach genug ist, um da ein Zelt aufzustellen und dann dort zu schlafen. Das ist mit Camp gemeint, ja. Also dann abends im Camp halt gibt so die 2 großen Dinner-Varianten hier auf dem Trail. Also die 2 meist, ja, plus 2,5 würde ich sagen, die 2 meist verwendeten. Hängt mir beides schon so ein bisschen aus den Ohren raus. Also das erste ist so der Klassiker Kartoffelpüree. Da gibt es hier von Idaho alle möglichen Sorten mit Knoblauch, mit irgendwelchen Karotten, mit Sour Cream. Schmeckt aber alles irgendwie gleich. Also ich schmecke da weder Knoblauch raus, noch Karotten, noch Sour Cream. Also Kartoffelpüree. Dann
Das zweite große Ding hier sind Ramen-Nudeln. Auch ganz gut, also wenn es um Kohlenhydrate, also so gehaltvoll sind die nicht. Aber kann man machen. Also Ramen-Nudeln. Wenn man sich hier allerdings Ramen-Nudeln kauft in den USA, dann sind da die Nudeln drin in dem Paket und so eine Würzmischung, aber kein Öl. Also in Deutschland kenne ich das so, da ist meistens noch irgendwie so scharfes Zeug und Öl in der Packung. Hier gar nicht, hier ist maximal so eine Gewürzmischung mit dabei. Ja, also Kartoffelpüree und Rahmennudeln, das ist so das, was hier auf dem Trail bei vielen, wenn nicht bei den meisten, so das Dinner ausmacht. Einige essen dann auch Couscous, geht auch. Und was man auch machen kann, was einige auch machen, was ich auch mache ab und an, hängt mir auch schon zu den Ohren raus, ist eine Ramen-Bomb. Heißt also, man kocht sich Rahmennudeln und haut dann da noch eine Tüte Kartoffelpüree rein. Ja, das ist wirklich eine Bombe. Macht gut satt. Ja, plus was man in beides noch reinmachen kann, das hat auch so gut wie jeder hier dabei. Das sind so kleine Päckchen, die auch mega lang haltbar sind mit Thunfisch. Also Thunfisch ist so das meiste. Und da gibt es aber auch noch so Päckchen mit Hähnchen, aber die gibt es nur ganz selten. Also das meiste sind hier so diese Thunfischpäckchen. Da kann man sich dann die Rahmennudeln entweder oder mache ich meistens in Kartoffelpüree so ein bisschen mit aufpeppen. Das wird es auch bei mir heute Abend geben. Also Kartoffelpüree mit Thunfisch. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Varianten von dem Thunfisch. Die meisten, die man so kriegt, das sind die, wo nur Thunfisch irgendwie in Saft oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner Marinade oder was ist. Eine ganz kleine Packung nur, 90 Gramm oder sowas. Und dann gibt es noch eine andere Variante, das ist nicht viel mehr, aber da ist der Thunfisch nicht im Saft, sondern in Olivenöl. Das ist dann die Luxusvariante. Ja, da habe ich noch zweimal dabei heute. Die werde ich mir dann reinziehen heute Nacht, heute Abend, weil morgen geht es ja nach Acton. Und da werde ich dann mir dann Proviant für die nächsten Tage holen. Wasser ist jetzt so ein Ding, also bis morgen in Acton gibt es wohl erstmal keine wirkliche verlässliche Wasserstelle mehr. Heißt, ich muss mit dem Wasser auskommen, was ich jetzt hier auf dem Rücken trage. Das ist einmal links ein Liter, rechts ein Liter und dann habe ich eine Wasserblase noch. Da dürften noch so 1,7 Liter Wasser ungefähr drin sein. Sollte reichen für heute Abend Abendessen, also für heute erstmal bis zum Camp kommen, Abendessen und morgen dann in den Tag starten. Wenn ich heute an diesem Camp bei jetzt 9, oder 8 Meilen ankomme, dann sind es morgen nach Acton noch 15 Meilen. Das ist auch nicht wenig, aber kriegt man hin. Ja, das ist hier so der Tagesablauf. Also heute ziemlich so meditativ quasi schon, fast kann man sagen. Habe nicht wirklich gemerkt, wie der Tag vergangen ist, weil ich auch komplett meinem Biorhythmus gefolgt bin. Heute Morgen habe ich es um 6 im Zelt irgendwie draußen kurz rascheln hören. Also ich habe Ohrenstöpsel immer drin und eine Schlafbrille auf. Habe es so neben mir, ein paar Meter neben mir rascheln hören. Klar, da haben sich Leute auf den Weg gemacht. Habe dann bis, weiß ich nicht, 7:30, sowas, irgendwas dazwischen geschlafen. Mich so langsam aus dem Zelt geschält, aus dem Schlafsack. Und
macht das Zelt auf und alles ist leer. Also Vögel zwitschern hier. Ja, also niemand mehr da. Ich war gestern an so einem Campground, da waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute plus ich selber. Die waren alle weg. Also bin hier echt der späte Vogel. Aber das ist genau richtig so. Ja, weil ich verstehe irgendwie also gut, wenn man jetzt von selber aufwacht, ist es okay. Um 5:30 oder 6 aufwacht und denkt sich, ach naja, soll ich jetzt Däumchen drehen oder kann mich auch fertig machen und loslaufen. Das ist okay. Was ich nicht verstehe, also auch logisch nicht verstehe, weshalb man sich hier einen Wecker stellt. Na klar, um die Sonne kann man, wenn man früh läuft, kann man vielleicht ein paar Stunden mit weniger Sonne dann laufen. Aber die kommt unweigerlich raus, die Sonne. Und dazu, für mich ist das große Argument einfach, man raubt sich und dem Körper einfach die wichtige Regeneration im Schlaf. Wenn ich mir einen Wecker stelle, dann unterbreche ich ja mein Regenerationsprogramm. Also ich mache ja die Waschmaschine auch nicht auf und hole die Wäsche raus, bis sie nicht fertig ist. Oder den Geschirrspüler oder was auch immer. Aber mit seinem Körper macht man das. Ja, ich mache das nicht. Das ist also ganz cool, so kann ich hier den ganzen Tag über produktiv sein und laufen. Und solche langen Videos hier machen, die auch ein bisschen dem Zeitvertreib dienen. Und vielleicht so einen kleinen Eindruck vermitteln, wie hier mein Alltag so aussieht. Ja, das ist manchmal relativ eintönig, obwohl es so schön ist. Aber das Ding ist, man gewöhnt sich so an die Schönheit. Und das ist dann selbstverständlich. Und der Fokus oder so das Augenmerk richtet sich dann mehr auf die körperlichen Kleinigkeiten, die man dann so hat. Hunger, Durst, Füße tun weh, Schultern tun weh, also alles Mögliche kann so wehtun. Ja, da muss man irgendwie lernen, mit umzugehen. So, jetzt kommt eine Kurve, dann geht es wieder hier in die andere Richtung. Deswegen höre ich jetzt mal auf. Guck gleich mal, oh nee, doch, geht doch. Ja, guck gleich mal, wie weit es noch ist. Jetzt müsste gleich ein Campground kommen, also in der App, da ist einer eingezeichnet. Da soll Platz für mehrere Zelte sein, aber nicht für meins. Aber das heißt, dass da sicher ein paar andere Leute schon rumhängen, die heute früh gestartet sind, die frühen Vögel, die jetzt Skat spielen oder keine Ahnung, Playstation, sich eine Pizza bestellen, Netflix gucken, vielleicht noch eine Runde joggen gehen oder ins Fitnessstudio oder ein Buch lesen, was auch immer. Ich muss jedenfalls noch ein paar Meilen laufen. Das wird alles hier nichts für mich heute, sondern wenn ich dann am Camp angekommen bin, dann heißt es nur noch schnell Zelt aufbauen, Wasser zum Kochen bringen, Kartoffelpü reinrühren, Thunfisch essen und Zähne putzen und ab in den Schlafsack. Ja. Jo. Ach ja, ich bin jetzt ungefähr bei Meile 415, 16, sowas insgesamt. Und der nächste Ort hier morgen ist Acton. Gut, das war's erstmal für heute.
Howdy! Heute ist Samstag, der 14. Mai 2022. 30. Tag hier auf dem PCT. Morgen bin ich hier über einen Monat schon unterwegs. Puh. Und heute schon ziemlich lange. Also man sieht die Sonne untergehen. Ich arbeite mich jetzt hier so durch die Berge vor Agua Dulce durch. Es ist jetzt 18:57 Uhr. Habe so rund 30 Kilometer gerade auf der Uhr. Vielleicht, wenn ich gut bin, wären es noch vielleicht so 36, 37. Dann bin ich in Agua Dulce. Das ist noch ein paar Meilen. Das wäre ganz cool. Da gibt es wohl so einen hikerfreundlichen Mexikaner, bei dem man auf dem Parkplatz pennen kann. Dann habe ich morgen gleich Frühstück und Kaffee und habe dann heute richtig viel Meilen oder Kilometer gemacht. Das wäre ganz cool, wenn das klappt. Aber wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Also jetzt mit 30 Kilometern schon allein, das ist schon okay. Also über 30 dann. Hier muss man ja auch erstmal einen Platz zum Schlafen finden. Also man mag zwar meinen, dass hier in der Umgebung relativ viel Platz ist. Das stimmt. Aber das ist ja alles relativ abschüssig. Also so richtig schlafen kann man hier nicht. Ja. Heute bin ich losgelaufen, weiß ich nicht, von einem Zeltplatz, ja 30 Kilometer von hier entfernt. Es war ein richtig warmer Tag, ein heißer Tag heute. War gegen 13 Uhr in Acton. Da gibt es so einen großen Campingplatz, KOA Acton heißt der. Der ist ganz cool. Da war ich dann erst. Und dann hat er mich auf dem Weg dahin an eine Wanderin, die gerade nicht wandern kann, weil sie irgendwas, keine Ahnung, mit den Gelenken hat, gefragt, ob sie mich in die Stadt bringen soll, weil sie das auch noch für ein paar andere Leute macht. Gerade aktuell, weil dieser Campingplatz relativ weit von Acton, also von der eigentlichen Stadt Acton entfernt ist. Habe ich glatt angenommen, das Angebot. Also war um 13 Uhr an diesem Campingplatz und dann hat die mich um 14 Uhr oder sowas abgeholt. Dann in Acton im Supermarkt gewesen und im Saloon 49ers oder so hieß der. Einen richtig guten Burger gegessen. Der war richtig gut. Der wäre noch besser gewesen. Also der Burger nicht, aber das Empfinden über den Burger wäre noch besser gewesen, wenn ich mir nicht auf diesem Zeltplatz schon so Mikrowellenburger und so ein Hot Pocket Teil in die Mikrowelle geschmissen hätte, weil ich so einen Hunger hatte. Ich habe da auch schon 2 Dr. Pepper getrunken. Also heute war richtig, ich habe bestimmt heute 7 Liter Flüssigkeit bis jetzt zu mir genommen. Und da kommt vielleicht noch mal 1 Liter dazu. Habe mir noch eine Dose aus Acton aus dem Supermarkt, eine Dose Gemüsesaft eingepackt. Die ist hinten im Rucksack. Und zwischendurch Wasser sowieso. Ja. Also heute war es richtig brutal heiß. Ja, deswegen sind auch die meisten da auf diesem Campingplatz geblieben. Der hatte alle Annehmlichkeiten, also Toiletten, Dusche, Waschmaschine, Trockner, flache Plätze zum Campen und morgens dann, naja, Frühstück jetzt nicht wirklich, sondern nur so Mikrowellenzeug. Naja, aber ich dachte mir, also ich war um 13 Uhr da und war dann so gegen 16 Uhr
wieder also da hat die uns wieder zurückgefahren von Acton, von der Stadt auf den Campingplatz und war dann um 16 Uhr wieder auf dem Campingplatz. Mir ging es noch ganz gut, mir geht es jetzt immer noch gut. Schnaufe ein bisschen, weil es bergauf geht und ich nebenbei quatsche und ich schon über 30 Kilometer auf der Uhr habe heute. Ja, aber ich dachte mir dann, naja, komm, da kannst du noch ein bisschen was rausreißen hier aus dem Tag, noch ein paar Meilen machen und das ist jetzt echt gut. Also wenn ich richtig gut bin, komme ich bis Agua Dulce. Dann habe ich vom Campingplatz noch mal knapp 11 Meilen gemacht. Das ist schon cool. Jetzt bin ich hier gleich auf dem Hügel, Berg, wie auch immer, Hügel. Habe eine richtig schöne Aussicht gerade. Herrlich. Ah, da hinten ist der Mond. Ist Vollmond. Gerade seit gestern. Also dann offensichtlich jetzt wieder abnehmender Mond, aber Vollmond. Das heißt, man kann auch locker mal ins Dunkle hineinwandern. Ich glaube, darauf wird es bei mir heute hinauslaufen. Hinauslaufen. Ja. Also ich nutze hier den Tag heute mal so richtig. Das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Und jetzt hier gerade die Abende, hier abends zu laufen, ist richtig schön. Wenn da hinten so die Sonne untergeht und man das hier so in den Hügeln sieht, da unten, ich weiß gar nicht, was das für eine Ortschaft ist es nicht, da sind so ein paar verstreute Häuschen. Unten ein großer Highway. Ach, das ist ja cool. Da ist der schon. Der war von vorhin nur 3,7 Meilen entfernt und jetzt bin ich schon fast da. Das ist also gut. Und über den Highway, da hinten kann ich schon Agua Dulce sehen. Das ist super. Das wären zwar hier locker, wow. Alter Schwede. Krass. Dafür lohnt sich es doch. Ja, also es wären locker noch 2 bis 3 Stunden maximal, also 3 maximal. Aber wow. Ich laufe jetzt quasi mitten in den Sonnenuntergang rein. Herrlich. Also da vergeht dann auch irgendwie die Belastung und die Anstrengung vom Tag bei so einem Ausblick. Richtig schön. Ja, also es lohnt sich. Ich merke immer mehr, ich bin mehr der Abendmensch als ein Morgenmensch. Wobei ich mir heute überlegt habe, mir vielleicht doch mal so einen Wecker zu stellen oder einfach mal aufzustehen, wenn ich um 6 Uhr kurz wach werde und mich ansonsten nochmal umgedreht hätte. Damit ich mehr vorankomme und einfach morgens vielleicht die Stunden, in denen die Sonne noch nicht so stark ist, die Stunden auch noch mal nutze. Naja, mal gucken. Wahrscheinlich werde ich bis um 8 schlafen. Dafür aber bis abends 8:30 laufen. Ist auch okay. Oh, ich glaube, man sieht mich gar nicht so richtig. Schade. Ist immer noch der 14. Mai. Bin jetzt hier, also es ist 20:15 Uhr. Bin jetzt kurz vor Agua Dulce. Und eigentlich ist das hier eine ganz coole Gegend. Aber es ist wohl leider zu dunkel. Mal schauen, wie das GoPro-Video dann in echt aussieht. Ob da noch was geht. Aber es ist gerade richtig schön hier. Also wie man hört, die Tierwelt wacht auf.
Und das sind hier die Vasquez Rocks, kurz vor Agua Dulce. Mir geht es erstaunlich gut. Also bin jetzt bei... Ach Mist. What? Wie geht das? Technik. 35 Kilometern. Ach Mann. Jetzt habe ich hier so einen runden Knopf gedrückt. Naja. Bin jetzt bei 35 Kilometern und werden noch ein paar vielleicht. Also 2, 3. Und das läuft richtig gut hier gerade. Ich glaube, Bären sind hier nicht. Ach, da ist einer. Nee. Aber es ist schon ein bisschen spooky, die Gegend hier. Gerade auch die Sonne ist jetzt weg. Also wenn ihr jetzt hier nicht in diesem, wow, in diesem Tal wäre. Ich versuche mal ein bisschen Licht zu machen hier. Sieht man das? Also das ist schon echt, wow. Cool. Also hier könnte man auch gut campen. Ich versuche das jetzt mal hier so zu machen. Also da man mich selber eh nicht sieht, vielleicht sieht man jetzt hier den Weg ein bisschen. Ich bin mit Stirnlampe unterwegs. Habe gerade geschaut, wie weit es noch ist, also nicht mehr so weit. Lustigerweise hat hier jemand vor einer Woche geschrieben, dass man hier aufpassen soll. Der James Perillo, der ist hier gerade unterwegs. Ja, ich glaube aber nicht, dass er hier eine Woche campt und auf mich wartet. Und selbst wenn, ja, vielleicht können wir uns nett unterhalten. Ja, es ist jedenfalls eine ganz schöne Gegend hier.